Hallo zusammen und willkommen zum nächsten Indie-Game-Devlog zu Port Empire. Diese Woche hat sich wieder eine Menge getan im Spiel und ich möchte euch die neuesten Änderungen natürlich wieder nicht vorenthalten und wir werden uns auch gleich reinstürzen. Vorher möchte ich noch anmerken, ich habe ein kleines Extra für diesen Devlog, denn ihr werdet heute ein paar Behind-the-Scenes-Szenen sehen, die euch so zeigen, was hier so in meinem kleinen Boundfox Games Studio abgeht. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Indie-Game-Devlog Überlänge. Also, los geht's. Bevor wir uns aber in eine kleine Roomtour stürzen, möchte ich euch ganz gerne zeigen, was ich euch im letzten Part bereits angeteasert habe. Und zwar werden jetzt eure Produktionsgebäude nicht mehr direkt produzieren, sondern es wird ein Villager kommen, ein freier Villager, der keinen Job hat, wie ihr hier sehen könnt, und die Waren mit einer Karre abholen und zu eurer Town Hall liefern. Ein wirklich, wirklich schönes Feature, wie ich finde. Und ja, es gefällt uns wirklich sehr und wir werden es weiter ausbauen. Definitiv. Und man kann es wirklich kaum übersehen gerade. Der Winter ist zurück in Port Empire und der Boden fadet wieder zu einer schönen weißen Schneefarbe. Die Gebäude, also die Dächer und die Trees und Stones und die ganzen anderen Objekte noch nicht, aber das wird nächste Woche definitiv kommen. Auch habe ich den Mesh fertig kreiert oder designt für die Webstube, die habt ihr ja auch im letzten Devlog noch nicht gesehen. Und hier ist ein nettes kleines anderes Feature noch drin. Und zwar könnt ihr jetzt in der Webstube auch die Farbe der Klamotten bestimmen, die eure Villager tragen. Hier könnt ihr einfach eure Lieblingsfarbe auswählen, mit der eure Villager rumlaufen sollen. Ihr seht jetzt hier, ich habe blau ausgewählt. Bei ihm klappt es merkwürdigerweise gerade nicht. Wahrscheinlich, weil er gerade neu gespawnt ist in dem Moment. Da müssen wir nochmal gucken. Jetzt habe ich zum Beispiel grün hier ausgewählt. Und ihr seht, ich switch nochmal auf blau zurück. Hier seht ihr, dass die Villager, die frei haben und keine Arbeitsklamotten tragen, blaue Shirts tragen. Auch die Windmühle hat es wieder in diese Version von Port Empire geschafft und ihr seht es gerade mit dem aktuellen Design des neuen Steindaches. Dazu komme ich gleich noch. Und ihr braucht für die Windmühle, das steht auch hier in der Beschreibung, mindestens ein Kornfeld in der Nähe. Das Beste wäre natürlich einmal drumherum komplett mit Kornfeldern, um das Maximum an Produktion in der Windmühle freizuschalten. Und auf diesem kleinen Schreibtisch entstehen all die tollen Dinge hier. Es ist ein wirklich einfacher Schreibtisch. Ich habe hier eine Razer, ich weiß gerade gar nicht genau welches Modell, aber ich werde es rausfinden für euch. Man kann das gerade nicht so gut erkennen, aber sie leuchtet so orange-gelblich in den Boundfox-Farben halt. Und dasselbe bei der Maus, die ist auch von Razer, auch mit denselben Farben. Aufnehmen tue ich für euch alles mit dem Aunamic hier. Ein recht gutes Starter-Mikrofon, wie ich finde. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Ton. Da musste ich aber auch raten jetzt, welches Modell das ist. Ja, aktuell ist hier gerade Port Empire in Unity offen und der Port Empire Discord, wo ihr ja immer so fleißig aktiv seid. Alle, was mich ja mega, mega freut. Mein Rechner ist, würde ich sagen, nichts Besonderes. Leistungsstark ja, aber so teuer war er jetzt nicht. Der ist von CSL Gaming damals zusammengebaut worden. Hat mich, glaube ich, müsste lügen, vielleicht so 800 € gekostet. Wer sich übrigens wundert, was das hier an der Wand ist, ich gehe mal ein Stück zurück. Kann man das besser sehen? Das sind solche Schaumstoffmatten für solchen besseren Ton halt, also die den Schall halt abschirmen. Und ich habe das einfach zurechtgeschnitten, dass es nicht so langweilig aussieht und wie das Boundfox-Logo halt. Ähnelt ein wenig dem Boundfox-Logo, welches ihr... ich habe es hier gerade offen, kann man hier gerade sehen. Ist jetzt nicht exakt das Logo, aber sieht schon ziemlich stylisch aus. Es war mir halt wichtig, dass ich nicht einfach diese Vierecke da an die Wand klatsche. Hier hängt jetzt aktuell daneben noch so ein kleines Bild. So ein Metall-Displays-Bild ist das von Marty McFly, weil ich ein großer Back to the Future-Fan bin. Dann habe ich hier noch eine Zypresse und ja, die ist echt. Die finde ich auch mega, mega schön, aber die muss gegossen werden. Hier habe ich noch so eine kleine Little Nightmares-Figur, die kennt der eine oder andere sicherlich. Ansonsten habe ich hier noch eine Fernbedienung. Ich hatte das erstmal ausgemacht, denn ich habe hier noch eine LED-Leiste in den Boundfox-Farben hinter meinem Schreibtisch verbaut. Sieht ziemlich cool aus, wie ich finde. Und habe ich erst letztens tatsächlich gemacht.
Ansonsten kabelmäßig gesehen, ja, ich habe hier sichtbare Kabel, aber ich habe versucht, es eigentlich minimal zu halten. Den größten Kabelsalat habe ich eigentlich recht gut versteckt hier hinter meinem PC. Also unter meinem Tisch sind eher so die Stromkabel und da ist halt der Rest so für die Bildschirme und HDMI-Kabel und so. Ich werde euch auf jeden Fall alles in der Videobeschreibung einmal verlinken, wen das interessiert. Also die Produkte, meine Bildschirme sind jetzt nicht so besonders. Links habe ich einen von Samsung und rechts einen von Acer. Und die beiden habe ich schon richtig, richtig lange. Ja, ich werde euch auf jeden Fall alles verlinken unten in der Videobeschreibung, denn es wurde sich im Livestream ja mal eine Roomtour hier gewünscht. Ich muss euch allerdings noch rechtlich darauf hinweisen, dass es Affiliate-Links sind. Also wenn ihr Sachen über diese Links kauft, könnt ihr Port Empire auch noch unterstützen. Kostet euch nichts extra oder so und es ist egal, was ihr kauft, solange es über einen dieser Links geschieht. Ja, das war es eigentlich. Mehr von meiner Wohnung werde ich nicht zeigen, weil Privatsphäre muss sein. Jetzt werden wir nochmal rüber zu Port Empire gehen und da werde ich euch noch ein kleines nettes neues Feature zeigen. Also, bis gleich. Und zwar handelt es sich bei dem Feature um das Upgrade System zu Level 2 Gebäuden. Ihr seht, es ist jetzt nur auf eurer Town Hall im Moment aktiv und hier seht ihr auch das aktuelle neue Steindach wie bei der Windmühle. Und wenn die Town Hall Level 2 ist, habt ihr auch die Möglichkeit, eure anderen Gebäude abzugraden. Hier sehe ich jetzt gerade einen kleinen Bug, den muss ich später fixen, ist mir auch erst in diesem Devlog aufgefallen. Und mit diesem Feature verabschiede ich mich bei euch. Das war's mit diesem dieswöchigen Indie Game Devlog zu Port Empire. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen, auch diesen kleinen Behind-the-Scenes-Blick auf meinen Schreibtisch, unser kleines Studio. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar, würde mich mega freuen und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts zu verpassen und aktiviert die Glocke. In diesem Sinne, macht es gut, Leute. Ciao. Und wieder ein riesen Dankeschön an die Patreon-Supporter Manuel Rauber, Octadurin, Renault, Tobias und Arcos. Vielen Dank für eure Unterstützung.